der Kamin steht bereit, Türchen auf, einfach durch, fertig. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelas Talk, der einzigen Talkshow von und mit mir. Unser heutiger Gast ist hier, obwohl er momentan einen sehr straffen Zeitplan hat. Ich freue mich, dass er hier ist und er soll Ihnen und mir sagen, wie er denn mit richtigem Namen heißt. Hallo! Hallo Frau Merkel. Wie Sie bereits sagten, ist meine Zeit momentan etwas knapp. Mein richtiger Name ist Weihnachtsmann. Ja, und wie heißen Sie mit Vornamen? Ich habe keinen Vornamen. Also, das kann doch nicht wahr sein. Na, vielleicht wissen ja unsere Zuschauer zu Hause, wie der gute Weihnachtsmann mit Vornamen heißt. Diese Information bitte einmal unten in die Kommentare schreiben. Ja, nun zurück zu Ihnen. Sie sagten, Sie haben momentan einen sehr vollen Zeitkalender. Woran liegt das? Nun, ich bin eine Person, die alle Kinder lieben. Da kann ich mich vor Anfragen für irgendwelche Auftritte kaum retten. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber immer nur im Dezember. Den Rest des Jahres bekommt man sie ja kaum zu Gesicht. Nun, wissen Sie, Frau Merkel, mein Management hat das alles sehr gut strukturiert. Ich habe eine Vereinbarung mit einem Kollegen getroffen, dem ich jedes Jahr in der Zeit vor Ostern mit Rat und Tat zur Seite stehe. Heißt das etwa, Sie unterstützen den Osterhasen? Das haben Sie gut erkannt. In der Mitte des Jahres stehe ich dann für verschiedene Schokoladenfirmen Modell, damit pünktlich im August oder im September meine schokoladigen Merchandise-Artikel in den Verkauf gehen können. Stimmt. In der zweiten Jahreshälfte sieht man sie des Öfteren in den Regalen großer Supermärkte. Haben Sie eigentlich kein Problem damit, sich selbst beim Einkaufen in den Läden zu sehen? Nein. Würde ich natürlich so aussehen wie Sie, hätte ich vielleicht ein Problem damit. Aber das ist ja zum Glück nicht so. Aber zurück zu meiner Jahresplanung. Also ab August bis in den November drehe ich dann für verschiedene Firmen kleine Werbespots, die dann im Dezember ausgestrahlt werden. Die Werbespots mit Ihnen werden ja nur einen Monat lang gesendet. Ist das nicht irgendwie erdrückend? Andere Spots laufen ja jahrelang ununterbrochen. Nein, das ist genau das, was mich reizt. Dieses Prinzip verschafft mir jährlich neue Aufträge. So bleibt man ja im Geschäft. Und die Angst, als Werbefigur plötzlich ausgetauscht zu werden? Das wird nicht passieren. Dafür bin ich zu populär. Wie gehen Sie eigentlich mit den Verwechslungen Ihrer Person um? So viele Verwechslungen gibt es nicht. Also zumindest nicht bei mir. Ich höre immer wieder von älteren Männern, die Vollbart tragen, dass sie oft als Weihnachtsmann bezeichnet werden. Aber das erfreut mich. Bei Ihrem Namen drängt sich ja quasi eine Frage auf. Freuen Sie sich denn auf Weihnachten? Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf Weihnachten. Bin dann aber auch froh, wenn es vorbei ist, denn dann geht's erstmal in Urlaub. Verraten Sie mir noch, wo Sie Ihren diesjährigen Urlaub verbringen werden? Ja, also Urlaub entscheide ich immer spontan, last minute quasi. Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie gleich hier weiter. Der Kamin steht bereit, Türchen auf, einfach durch, fertig. Danke für das Angebot, aber dass ich durch Kamine klettere, ist ein Gerücht, das die Film- und Werbebranche in die Welt gesetzt hat. Auf Wiedersehen, Frau Merkel. Vielen Dank, Herr Weihnachtsmann. Falls ihr jetzt noch nicht genug habt, hier unten geht's zur Folge von Angelas Talk mit Graf Dracula, oder aber ihr schaut euch hier unten das Video von letzter Woche an. Spaß mit Flaggen über die schwedische Flagge. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, Ihre Angela Merkel.